Wie zeichnen wir einen Apfel realistisch? Heute habe ich dir einen Ausschnitt aus meinem großen Zeichenkurs vom Anfänger zum Meister mitgebracht und ich zeige dir, wie man einen Apfel aufbaut und realistisch zeichnen. Bevor wir jedoch anfangen, zeige ich dir hier meine Lieblingsbeschäftigung, was ich also tue, wenn ich nicht für YouTube Videos aufnehme. Also, los geht's mit dem Apfelzeichnen. Du siehst, ich baue den Apfel hier wirklich Stück für Stück auf und es geht darum, nicht den Apfel 1:1 hier abzuzeichnen, sondern einfach das Prinzip des Apfels zu erfassen. Also wir haben hier eine Kugelform. Ja, da ein Apfel natürlich nie wirklich rund ist und er wirklich echter, lebendiger aussieht, wenn er ein paar Kanten drin hat, denn nur die ganz runden kommen aus der Retorte, ist es gut, ein paar Ecken und Kanten reinzuzeichnen, um so die Lebendigkeit richtig darzustellen. Das heißt, du siehst, ich kümmere mich hier zuerst einmal nur um die Grundform, um den Aufbau des Apfels mit seinem Stiel, denn das ist erstmal das Allerwichtigste. Haben wir diese Grundform gelöst, können wir uns, du siehst, ich zeichne jetzt den Schatten ein, können wir uns um die weiteren Details kümmern. Der Schatten hat eine Ellipsenform. Warum? Ganz einfach, weil der Apfel eine Kugelform ist. Ja? So, jetzt beginne ich schon mit der Ausarbeitung des Apfels. Ja? Lege hell und dunkel fest, aber auch die Richtung, also die Struktur des Apfels. Und du siehst, die folgt immer der Form. Was meine ich, folgt der Form? Na, du siehst ja, dass die Striche immer mit dem Rand mitgehen des Apfels. Hier in dem Fall gehe ich jetzt zur linken Seite rüber, ja, und folgt immer der Form. Das bedeutet also, die Form ist das Äußere und nach dem zeichnen wir sozusagen. Das siehst du aber im weiteren Verlauf. Ja. Hier mache ich den Bleistift ein wenig breiter, damit ich großflächig arbeiten kann, denn ich möchte jetzt den Schatten festlegen, also den Körperschatten des Apfels. Ja. Du siehst, die Lichtquelle kommt ja von links oben, und demzufolge, da der Apfel ja eine Kugelform ist, schattieren wir hier den Apfel. So kriegen wir, das merkst du sicherlich schon, eine gewisse Dynamik rein. Ja. Also er wird mit jedem Schritt immer lebendiger. Das macht ja auch das realistische Zeichnen aus. Ja. Wenn man eine Skizze hat, achtet man nicht so auf hell und dunkel, sondern es geht erstmal nur um die Vorzeichnung. Hier geht es aber um das realistische Ausarbeiten und ich zeichne weiter Strukturen ein mit einem 2B-Stift. Ja. Und ich wechsle hier ab. Du siehst, mal nehme ich die spitze Seite des Bleistiftes und mal halt die breite Seite, um so unterschiedliche Linienstärken zu erzeugen. Also auch hier, dass der Apfel halt eine gewisse Lebendigkeit bekommt. Ja. So, du siehst, nachdem das einmal festgelegt ist, wird der Schatten jetzt soweit verstärkt. Du siehst aber auch, ich zeichne ihn nicht so dunkel wie auf dem Bild, sondern finde da meinen eigenen Hell-Dunkel-Kontrast. Denn wie gesagt, nicht vom Foto abzeichnen, also auf keinen Fall darauf hereinfallen, ja, sondern nur das Foto als Vorlage, als Richtwert, als Orientierung sehen. Nur darum geht es jetzt erstmal, ja, denn du sollst ja letztendlich deinen eigenen Apfel zeichnen, deinen eigenen Stil entwickeln und diesen Stil dann natürlich auf viele Objekte übertragen. Ich glaube, das macht es auch aus, dass du zeigst, wer du bist oder du mitteilst, wer du bist. Ja. Ob man die Werke ausstellt oder nicht, das bleibt dir natürlich überlassen, aber Kunst sucht ja immer seinen Ausdruck. Ja. So, du siehst hier, ich habe weitere Kontraste festgelegt, weitere Details eingezeichnet und diese Details löse ich jetzt wieder ein bisschen auf und zwar mit der Wischtechnik. Hast du vielleicht schon mal gehört, aber das erkläre ich auch in dem großen Zeichenkurs Schritt für Schritt.
ja, was die einzelnen Techniken sind, um realistisch zu arbeiten. Du siehst, ich habe hier natürlich einen Zeitraffer drin. Ja, diese einzelnen Erklärungen bleiben natürlich Teilnehmern des großen Zeichenkurses, also meiner Akademie, vorbehalten. Dennoch möchte ich dir hier mit dem Video einen Einblick geben. Ja. So, natürlich sind die Videos alle in Echtzeit. So, du siehst, ich verstärke die Kante nochmal, habe verwischt und zeichne jetzt nochmal einige Details ein. Du siehst, ich habe immer noch denselben Bleistift, habe noch nicht gewechselt, und durch das Verwischen nehmen wir wieder etwas Kontrast weg. Dadurch erzeugen wir aber gleichzeitig eine Tiefe, und durch das Herüberzeichnen holen wir wieder Dinge in den Vordergrund. Ja? Also wir bilden langsam eine 3D-Form aus. So, wenn du jetzt aufmerksam zuschaust, siehst du, wie jetzt die nächste Dimension reinkommt. Ja? Ich zeichne den Schatten wieder mit der breiten Seite des Bleistiftes, damit er schön dunkel wird und, naja, dass er nicht zu lange dauert. Ja? Ich brauche schon genug Geduld für meine 2 Meter großen Zeichnungen, die du eingangs gesehen hast. Also, du siehst, ich zeichne hier den Schatten ein, den Schlagschatten, ja, und werde jetzt den Schatten Stück für Stück weiter abdunkeln, so dass der Apfel noch mehr diese 3D-Form bekommt. Ja. Also er hebt sich noch mehr ab vom Papier, wird noch realistischer. Ja. So, noch ein paar kleinere weitere Details rein. Ja. Der Apfel hat ja so eine kleinen, wie sagt man, so eine kleinen Lichter, die man sieht. Ja, also kleine Striche immer, damit er halt seine Konturen und seine Form hat und sein detailliertes Aussehen. Ja, hier siehst du nochmal den großen Zeichenkurs vom Anfänger zum Meister. Den Link findest du direkt unter dem Video. Wenn du also richtig tief einsteigen willst, dann wirst du auf meiner Akademie da fündig. So, ich mache noch ein paar Details. Das Schöne ist, hier kann man auch mit einem Radierstift arbeiten, um wieder den Apfel ein wenig aufzuhellen, also ihm auch wieder eine gewisse Dynamik zu geben, dass man denkt, man kann ihn anfassen. Ja, ich bedanke mich für dein Zuschauen. Freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, und wenn du Fragen hast zu dem Video zum Zeichnen, schreib es mir gern in die Kommentare. Das war ein weiteres Video von Schmidts Zeichenwelt. Ich bin Ralf Wilhelm Schmidt und wir sehen uns zum nächsten Video.